Du hast einen Auftritt als Moderatorin oder als Redner auf einer großen Bühne und du hast Sorge, dass dich die Scheinwerfer blenden und du nichts mehr siehst. Was du dann tun kannst, erzähle ich dir im Video. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger und ich habe schon häufig auf großen Bühnen gestanden, und zwar als Moderatorin, Rednerin und Kommunikationsexpertin. Ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und das ist ein total häufiges Problem, dass du auf einer Bühne stehst und du nichts mehr siehst. Du erkennst keine Reaktionen aus dem Publikum. Und ich finde es total normal, dass dich das verunsichert, wenn du nicht so oft auf einer Bühne stehst. Und das kommt vor allem vor bei Abendveranstaltungen, also bei Galas oder Preisverleihungen oder wenn du in einem Theater bist, also auf einer Theaterbühne stehst. Ich persönlich finde ja helle Bühnenscheinwerfer super. Und weißt du warum? Wenn die Bühnenscheinwerfer hell sind, also du das Gefühl hast, die blenden dich so ein bisschen, dann kannst du sicher sein, dass das Licht von vorne kommt. Und Licht von vorne lässt dich immer gut aussehen und du hast keine Schatten unter den Augen oder hier unterm Kinn. Und ich persönlich schätze das. Und außerdem weißt du, dass du eben im Licht bist und das unterstützt nochmal deine Präsenz und deine Wirkung. Das heißt, ich finde Licht super, du musst dich aber dran gewöhnen. Und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist und du noch nicht so oft auf einer großen Bühne gestanden hast, dann hier ein paar Tipps für dich, wie du damit umgehen kannst. Und 2 Dinge, die du auf jeden Fall nicht tun solltest. Der erste Tipp für dich: Fokussiere dich aufs Publikum. Starre also nicht in die Lichter, sondern schau die Menschen an, mit denen du sprichst. Richte also deinen Blick auf das Publikum oder auf verschiedene Punkte im Raum. Versuche also, den Zuschauerraum wahrzunehmen, auch wenn du nicht jede Person im Detail sehen kannst. Und so verlagerst du deine Blickachse in die dunkle Richtung und das wiederum entspannt dein Auge. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist: Bewege dich. Also wenn du merkst, dass die Lichter zu stark blenden, dann kann es dir helfen, dass du so ein bisschen die Position auf der Bühne veränderst. Und zwar ein paar Schritte zur Seite, leicht nach vorne, mal nach links, mal nach rechts. Das kann schon ausreichen, um die Intensität zu verringern. Und außerdem nutzt du mit der Bewegung den gesamten Bühnenraum und das unterstützt wiederum deine Präsenz. Aber wichtig, wenn du dich auf der Bühne bewegst, dann bitte nicht zu viel und nicht zu schnell, weil wenn du das machst, dann wirkst du unruhig und wie ein Tiger im Käfig. Und achte auch darauf, dass du nicht aus dem Licht gehst, also die eingeleuchtete Fläche verlässt, weil dann verlierst du wiederum Präsenz und Wirkung. Und wenn du das mal üben willst, dann haben wir ein ganz tolles Seminar für dich. Wir verlinken es hier oben. Wir haben nämlich eine Kompakt-Weiterbildung, Veranstaltungsmoderation. Und da sind wir am letzten Tag auf einer Theaterbühne unter Live-Bedingungen, also mit richtig Licht und natürlich auch mit richtig Ton. Und da kannst du das mal spüren, wie das ist, wenn das Licht von vorne kommt und eben auch üben, dich daran zu gewöhnen. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, wenn dich das Licht doch sehr verunsichert ist: Kenne den Zuschauerraum. Also schau dir vor deinem Auftritt an, wie die Gegebenheiten sind. Also wenn das Saallicht noch an ist, dann siehst du ja, wie die Gäste sitzen. Und dieses Bild prägst du dir ein, damit du es später abrufen kannst. Wenn du nämlich nichts siehst, dann kannst du es dir vorstellen. Und dein Blick sollte ja ohnehin alle Zuschauer erreichen, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Und diejenigen, die dann später im Dunkeln verschwinden, sprichst du trotzdem an, indem du in ihre Richtung schaust. Und du weißt ja, dass sie da sind. Meine nächste Idee ist für dich: Fokussiere dich aufs Ziel. Auch wenn das Licht dich blendet, kannst du Ausstrahlung zeigen und dich auf dein Ziel konzentrieren, was du hast, nämlich als Moderator deinen Gästen eine großartige Zeit zu bieten oder als Rednerin deine Botschaft zu vermitteln, die du hast. Und das ist so ein bisschen wie beim 1000-Meter-Lauf. Wenn du deinen Fokus
auf deinem Ziel hast, dann wird das, was am Wegesrand passiert, plötzlich ganz unwesentlich. Du arbeitest am Ziel und nicht an der Kulisse. Mein nächster Tipp lautet Probe, und zwar unter Live-Bedingungen. Und die hast du natürlich direkt vor deinem Auftritt. Das heißt also, du musst rechtzeitig da sein und auf solch eine Probe bestehen mit Bühnenlicht. So kannst du gleich herausfinden, wie es sich anfühlt, in diesem Lichtkegel zu stehen. Du kannst dich mit der Situation vertraut machen und du kannst Sicherheit gewinnen, wie es eben ist, wenn nachher das Licht im Zuschauerraum aus ist. Und die 2 Dinge, die du auf jeden Fall nicht machen solltest, ist, den Zuschauern zu sagen, dass du sie nicht siehst. Das machen nur Anfänger. Und das Zweite, den Lichttechnikern kurz vorm Auftritt zu sagen, das Licht gefällt ihr nicht, könnt ihr das mal noch ein bisschen ändern. Also ich kann dir sagen, das kommt überhaupt nicht gut an, weil wenn Lichttechniker das Licht ändern sollen, dann müssen sie in aller Regel an die Traverse. Und wie soll das denn kurz vor dem Event gehen? Also das lass mal lieber. Ansonsten kann ich dir nur raten, übe regelmäßig, gewöhne dich dran und wenn es dann soweit ist, sag dir, passt schon, da muss ich jetzt eben durch.